Rio Tinto ist einer der weltweit größten Bergbaukonzerne mit einem Schwerpunkt auf Eisen, Aluminium, Kupfer und anderen Industriemetallen. Man operiert hier in mehreren Regionen mit großen Förderanlagen, beispielsweise in Australien, Kanada und Südamerika. Vor allem eben hat man hier eine wirklich starke Marktposition im Eisenerzsektor und diese ist natürlich essentiell für die Stahlproduktion. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, Rio Tinto ist ja eigentlich eher eine langweiligere Aktie, aber mit einer wirklich wahnsinnig hohen Dividendenrendite. Und ich schaue mir heute die Aktie fundamental und technisch an. Das dürfte dann auch, beziehungsweise das Ergebnis dürfte dann auch den einen oder anderen von euch überraschen, denn die Aktie ist gar nicht so langweilig und könnte auch wirklich gute Renditen abwerfen. Wir haben ja auch eine steigende Nachfrage nach Kupfer und anderen, ja, Metallen, gerade eben durch diese globalen Trends hin zu erneuerbaren Energien und natürlich auch der Elektromobilität. Und deswegen schauen wir uns das Unternehmen heute mal an. Als allererstes machen wir so einen kleinen Überblick über die Produkte, also hier Aluminium, Borat, Kupfer, ja, auch Diamanten, Metalle, Eisenerz als ganz großer Fokus, aber auch Salze, Lithium, generell Salz, Scandium und hier Titanium. Also es ist ein riesiges Unternehmen mit ja, einem breiten Geschäftsmodell. Wir haben hier noch einen kleinen Ausschnitt aus den letzten Quartalszahlen, relativ frisch vom 16. Januar 2025. Hier sehen wir mal so einen kleinen Ausschnitt aus der Produktion. Hier zum Beispiel Eisenerzproduktion ist hier im Vergleich gesunken, also im Vergleich zum Jahr 2023. Wo wir ein starkes Wachstum haben, ist hier beim Kupfer. 13% sind hier die Produktionszahlen angewachsen und hier bei diesem Bauxite sind auch die Anzahl der produzierten Materialien um 7% angestiegen. Der Rest ist ja relativ rückläufig. Generell sehen wir jetzt hier, dass in 2024 die Produktion um 1% gewachsen ist und 3% in Sales Volume. Also generell können wir sagen, das Unternehmen wächst sehr langsam und bewegt sich eher seitwärts, auch wenn jetzt einzelne Segmente wie dieses Bauxite eben hier um 7% beziehungsweise Kupfer um 13% respektive gewachsen ist. Was die Guidance angeht, sehen wir auch hier, dass die relativ flat sein soll. Also wir sehen jetzt hier, dass 2024 im Vergleich zu 2025 relativ ähnlich sein soll. Also hier zum Beispiel beim Eisenerz liegt jetzt die Guidance zwischen 323 und 338 und 2024 hatten wir hier 328,6. Also nur um mal festzuhalten, das Unternehmen wächst wirklich sehr langsam und ja, hat praktisch einen eingesessenen Markt mit wirklich stabilen Umsätzen und das ist eben der Hauptkern des Unternehmens. Wenn wir uns die Gewinne, Cashflows und Dividenden anschauen, sehen wir eben auch, dass hier das Unternehmen relativ zyklisch ist. Also wir haben hier nicht die allerstetigsten Gewinne und Cashflows, sondern hier ist wirklich ja, sehr, sehr viel Zyklik auch vorhanden. Wir können sehen, dass vor allem 2021 hier eine riesige Spitze mit drinnen ist, mit einem wahnsinnig hohen Cashflow und wahnsinnig hohem Gewinn. Seit diesem Jahr 2021 sind die Ergebnisse hier rückläufig. Die Prognosen sagen aber, dass ab 2025 hier auch wieder die Cashflows langsam steigen sollen. Was die Dividende anbelangt, haben wir da eine relativ gesunde Payout Ratio von so 60 bis 70%. Die Dividende richtet sich aber auch immer so ein bisschen nach der aktuellen Geschäftslage. Gerade zum Beispiel 2021 gab es hier eine wirklich sehr große Dividende, weil hier auch gerne mal Sonderdividenden ausgeschüttet werden, wenn das Geschäft besonders gut lief. Umsätze, auch hier sehen wir eine gewisse Zyklik, also vor allem 2010, 2011 hatten wir eine große Spitze, dann ging es eher nach unten, dann bis 2021 wieder steigende Umsätze, jetzt schon länger wieder leicht rückläufig, aber auch hier sagt die Prognose, ab 2025 soll es hier wieder nach oben gehen. Die Margen sind gar nicht mal so niedrig, wir befinden uns hier so im Raum zwischen 20 und 30% Nettomarge, also ja doch eigentlich sehr attraktiv. Was die Verschuldung angeht, also absolut im Rahmen, Schuldenquote gesamt 43%, also mit 2 Jahren Free Cashflow könnte man da auch seine ganze Verschuldung tilgen, da schaut es wirklich gut aus, ansonsten ist die
ist die Bilanz auch sehr, sehr sauber. Was noch wirklich schön ist, man hat lange, lange wirklich gut in Aktienrückkäufe investiert. Das ist jetzt in den letzten Jahren ja, nicht mehr der Fall gewesen. Hier ist man eher seitwärts gelaufen. Da könnte ich mir aber durchaus vorstellen, dass wenn das Geschäftsmodell jetzt wieder ein bisschen mehr anzieht, dass man hier wieder weiter eigene Aktien zurückkaufen wird, was dann für uns als Aktionär natürlich nochmal Rückenwind bedeuten würde und das wäre natürlich wirklich positiv. Ja, die schöne Bewertung des KGV wirklich extrem niedrig, also bilanziertes KGV 9,4, liegt aber tatsächlich im Moment leicht über dem Schnitt der letzten 5 Jahre, also können wir jetzt hier auch sehen, ist natürlich trotzdem eine wirklich günstige Bewertung. Nur beim KUV liegen wir unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre, sonst eben knapp drüber. Aber auch da, also wir sind ja hier wirklich ganz nah an den Durchschnitten dran. Deswegen denke ich, bewertungstechnisch eigentlich ja, durchaus mal jetzt interessant, da näher einen Blick drauf zu werfen. Wir gucken jetzt hier direkt in die erweiterte Anzeige und da können wir jetzt sehen, auf Sicht der letzten 10 Jahre ist Rio Tinto hier gerade fair bewertet. Auf Sicht der letzten 3 Jahre, weil da eben auch die Spitze von 2021 nicht mehr mit drinnen ist, sehen wir im Moment leicht überbewertet. Wir nehmen jetzt einfach mal im Schnitt der letzten 5 Jahre und die Prognosen sagen jetzt eben hier, ja, entweder es geht deutlich nach unten oder wir laufen eher seitwärts. Und das ist ja auch das Thema, weil hier wird ja jetzt auf Basis des Gewinns bzw. der möglichen Multiplen bewertet und daher kommt jetzt eben auch dieser Prognosekorridor. Gerade wenn wir uns den bilanzierten Gewinn anschauen, beziehungsweise den bereinigten Gewinn, sehen wir auch eben diese Seitwärtsrichtung, weil das Unternehmen eben nicht mehr dieses hohe Wachstum haben kann. Aber durch diesen wirklich hohen Cashflow, der erzeugt wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier eben auch noch ein bisschen was an Kursfantasie drinnen steckt. Auf jeden Fall hätten wir hier eine erwartete Rendite von 13,1% aufs Jahr bis 2028, wenn wir da die oberen Analystenschätzungen uns anschauen. Von dem her, da kommt natürlich dann noch die Dividende obendrauf. Ich glaube, wäre das dann doch relativ nett. Gewinnfluss können wir uns hier anschauen, also wichtigstes Segment auf jeden Fall hier Eisenerz mit einer operativen Marge von 61,9%, dann Aluminium, Kupfer, andere Mineralien und so weiter. Ja, also regional aufgestellt, ganz großer Absatzmarkt ist natürlich China. Hier läuft die große Stahlproduktion ab, deswegen auch hier der große Umsatzanteil. Dann kommt USA, Asia, Japan, auch Europa, Kanada und so Bereiche, aber wir können festhalten, also China, großes Risiko natürlich auch und dann kommt die USA. Übrigens gibt es hier 2 Listings, also einmal gibt es ein Listing an der britischen Börse in London und einmal dann in Australien. Ich habe mich jetzt hier auf das Listing in Großbritannien bezogen, wäre dann natürlich auch die sinnvoll zu handelnde Aktie, die gibt es dann auch bei mehr Brokern in dem Fall. So, bevor wir uns jetzt noch mal ein bisschen tiefer mit Rio Tinto und der Performance beschäftigen, wenn du noch nicht Abonnent auf diesem Kanal bist, dann lass jetzt unbedingt mal ein kostenloses Abo da, gerne auch Daumen nach oben da lassen. Ich bringe immer wieder sehr spannende Aktienanalysen zu einzelnen Aktien raus, aber auch zu ja, mehreren Aktien auf einmal, wie zum Beispiel hier die Top-Aktien im Monat Februar oder natürlich auch zu meinen eigenen Aktienkäufen. Also gerne Daumen nach oben da lassen, wenn dir dieser Kanal bzw. dieses Video gefällt. Danke dir. So, schauen wir uns mal hier Rio Tinto und die Performance an, wie es hier aussieht im Vergleich mit dem S&P 500. Wir sehen jetzt hier Total Return for das S&P 500 Total Return. Also wir können sehen, die komplette Performance auf Sicht der letzten 5 Jahre von Rio Tinto im Vergleich zum S&P. Und ich denke, da ist schon der erste oder der ein oder andere überrascht. Rio Tinto konnte über weite Strecken den S&P 500 deutlich outperformen. Und jetzt eben erst seit so Mitte 2024 hat der S&P 500 aufgeholt. Also Rio Tinto wirklich ganz, ganz lange hier die Nase vorne durch diese hohe Dividende, die man auch bezahlt. Und deswegen, ja, da sollte man jetzt Rio Tinto nicht sofort abschreiben, nur weil jetzt eben der Kursverlauf relativ schwach aussieht. Diese 7% Dividende, die da teilweise ausgeschüttet wird, die haut natürlich die Performance schon deutlich nach oben. Wir können jetzt eben hier sehen, dass wir auf Sicht der letzten 5 Jahre 77,31% Total Return, also Gesamtrendite, mit Rio Tinto erzielen hätte können.
Der S&P liegt jetzt eben im Moment drüber, aber auf Sicht der letzten 5 Jahre war das jetzt eigentlich das einzige Mal. Das ist jetzt das erste Mal, dass hier Rio Tinto drunter liegt. Das könnte natürlich jetzt nochmal die These bekräftigen, dass Rio Tinto jetzt gerade doch günstig zu haben ist und möglicherweise auch ja, ein Stück weit unterbewertet erscheint. Generell die Dividende ist wirklich ja, auch gewissermaßen zyklisch, habe ich ja schon erwähnt. Also die Sonderdividende hängt einfach vom Laufen des Geschäftsmodells ab. Aber langfristig ist natürlich deutlich die Tendenz nach oben zu sehen. Die ja, Dividendenrendite schwankt hier stark, weil man sich hier nicht diese hohe Historie aufbaut oder ähnliches, sondern durch diese ja, Konjunkturabhängigkeit ändert sich das eben immer mal wieder. Aber dennoch wirklich sehr, sehr hohe Dividendenrendite in der Regel und gerade bei der niedrigen Bewertung ist es natürlich schon nett. Gucken wir uns jetzt gleich noch den Chart an von Rio Tinto und entscheiden dann, ob sich jetzt vielleicht sogar ein Einstieg lohnt bei diesem riesigen Bergbaukonzern. Wenn du aber jetzt noch auf der Suche bist nach einem wirklich guten Aktienbroker, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da gibt es gerade eine nette Aktion. Da kannst du hier 5% Cashback bekommen und kannst den Rendite-Turbo zünden. Einfach hier mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung ein Konto öffnen und einen Sparplan auf den Amundi MSCI World erstellen und dann bekommst du hier diesen Cashback und ist, denke ich, eine kleine nette Zusatzmotivation. So, schauen wir uns den Chart an. Also wir sind jetzt hier im Monatschart von Rio Tinto ohne Dividenden eingerechnet und da können wir eben auch schon sehen, kurstechnisch hat sich die Aktie seit 2007 nirgendwo hin bewegt. Wir laufen auch jetzt schon hier im Kurs seitwärts, im Prinzip seit 2020, also seit 5 Jahren bauen wir jetzt hier diese Bewegung ab. Gucken wir uns ein bisschen näher an hier den letzten Impuls. Der letzte Monatsimpuls war von 2020 bis hoch auf 2021, also diese wirklich gute Phase. Seitdem korrigieren wir jetzt hier in dieser keilartigen Seitwärtsformation ja, und befinden uns jetzt eben auch am unteren Ende hier dieser Unterstützung bei den 4600 Punkten ungefähr. Mittelfristig, wenn wir da noch einen genaueren Blick drauf werfen, ja, können wir eben schon feststellen, also A, B, C, D, E, F, G Korrektur, also eine riesig lange Korrektur, können uns da theoretisch auch nochmal so einen kleinen Trendkanal nach oben einzeichnen. Also das ist so diese Keilformation, die ich da jetzt gemeint habe, die ist sogar tendenziell nach unten gerichtet. Aber die wichtige Unterstützung ist jetzt hier in grün eingemalt. 78, 81, 61,8er meine ich, Fibonacci Retracement haben wir auch schon abgeholt, ganz am Anfang. Generell sieht es hier nach einer Seitwärtsphase aus und wir brauchen jetzt hier einen nachhaltigen Ausbruch. Ganz kurzfristig stehen wir aber kurz vor einem wirklich guten Kaufsignal. Sobald wir hier einen Tagesschlusskurs, wirklich Tagesschlusskurs abwarten, über diesen 5155 Punkten bekommen, dann könnte man sich hier mal einen Einstieg überlegen. Dann wäre nämlich hier auf Tagesbasis ein ja, Kurswechsel, eine Trendwechsel eingebucht und dann spätestens auch auf Wochenbasis hier sozusagen der erste ja, wichtige Widerstand rausgenommen über 5400. Und wenn wir uns jetzt da einfach mal eine mögliche Renditeerwartung ausrechnen möchten mit einem so einem CRV, wir legen jetzt hier mal den Stopp unter diese wichtige Unterstützung drunter und mit ja, Ziel Allzeithoch hätten wir hier ein CRV von 1,82 und da kommt dann eben noch diese Dividende dazu, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass Rio Tinto jetzt mal diese ja wirklich lange Korrektur abschließen könnte. Man darf aber eben nicht diese riesigen ja, Kurssprünge erwarten. Wie bereits gesagt, also das Unternehmen ist kurstechnisch eher schwächer. Klar, wir sind schon ultra langfristig hier jetzt in einem neuen Aufwärtstrend. Also seit 2016 läuft dieser Aufwärtstrend und kann mir sehr gut vorstellen, dass da mal der nächste Push kommt. Aber die Dividendenrendite, das ist eben ja so das Hauptaugenmerk, wo die großen Renditen herkommen. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Ich blende jetzt hier mal meine Zeichnungen aus. Also wir sehen jetzt hier den Kursverlauf ohne Dividende. Jetzt blende ich mal den Dividendenkurs ein und da seht ihr eben schon, also das ist natürlich schon wirklich deutlich attraktiver. Wir können feststellen, seit 2016 kennt die Aktie ja eigentlich nur eine Richtung, also nach oben. Wir können trotzdem feststellen, dass hier so eine Art Seitwärtsphase ausgebildet wird und dieser Kursverlauf so ein bisschen langsamer geworden ist.
Aber generell ist es eigentlich schon ja, ein relativ attraktiver Chart, gefällt mir schon relativ gut, gerade wenn wir das uns anschauen im Vergleich zum ohne Dividenden. Also das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht letztlich. Und dann können wir eben auch sehen, dass hier die Niveaus von 2007 ja in weite Ferne schon gerückt sind durch diese wahnsinnig hohe Dividendenrendite. Also es ist ein absoluter Dividendenplay, ist für jemanden als Anleger, denke ich, interessant, der auf diese Dividende setzen möchte. Wir haben da tatsächlich anscheinend auch Next Earnings in 3 Tagen. Im Moment werden hier 7% Dividende ungefähr indiziert, aber das ist natürlich immer auch ein bisschen schwankungsanfällig. Nettomarge, wie gesagt, finde ich auch sehr, sehr attraktiv. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist so ein bisschen das Umsatzwachstum. Also man ist hier sehr, sehr abhängig auch ja, von einer möglichen Profitabilitätssteigerung, um hier einfach auch so ein bisschen Fantasie mit reinzubringen. Man hat auch viele Herausforderungen, natürlich einerseits durch diese Umweltauflagen, durch wirklich starke Rohstoffpreisschwankungen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr großer Punkt, der eben auch für diese Zyklik, ja, also die Zyklik natürlich mit reinbringt einfach. Aber ganz klar, ich denke, dass nachhaltiger Bergbau auch Chancen hat, gerade durch Innovationen und gerade durch mögliche Megatrends, die auch Rio Tinto in die Karten spielen könnte. Gerade es ist ja einer der weltweit größten Bergbauunternehmen. Ich denke, die sind schon sehr, sehr beständig und da ist natürlich auch eine Einstiegsbarriere sehr hoch. Also ich glaube, für jeden, der gerne eine Dividende kassiert, vielleicht nicht die allergrößten ja, Wachstumsaktien hier braucht, für den ist die Aktie, denke ich, definitiv interessant. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Rio Tinto tatsächlich vielleicht in den nächsten Jahren wieder den S&P 500 outperformen könnte. Das war war's jetzt hier mal zu diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, jetzt gerne Daumen nach oben da lassen und Abo nicht vergessen. Falls du dich jetzt noch für die Deutsche Post-Aktie interessierst, die zahlen nämlich auch gerade eine sehr hohe Dividende von 5%, dann kann ich dir hier mein letztes Video dazu empfehlen oder eben auch zur Dividendenaktie LVMH gerne mal auschecken. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.